Hallo, ich bin Isaac und willkommen bei Attic auf Deutsch, wo ich versuche, meine Meinung zu äußern und gleichzeitig Deutsch zu lernen. Neulich sah ich Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth und das hat mir sehr gut gefallen. Dies ist nicht mein erster Del Toro-Film. Vor 1 oder 2 Jahren habe ich Shape of Water gesehen und von längerer Zeit habe ich Hellboy gesehen. Beide, die ich für okay hielt, würde Hellboy wahrscheinlich wieder über Shape of Water sehen. Guillermo del Toro scheint im dunklen Fantasy-Genre sehr gut erfolgreich zu sein und ich kann sehen, wie die Leute Pan's Labyrinth als sein bestes Merkmal betrachten. Übrigens große Betonung auf dunkel. Ich dachte peinlich, dies sie ein Kinderfilm, bis ein Mann 15 Minuten später auf den Leinwand brutal zu Tode gespukt wird. Ich war sehr fasziniert von der Kulisse dieses Films, der sich in den 40er Jahren im spanischen Bürgerkrieg befand. Obwohl sie es nicht wirklich erwähnen, sind die Helden dieses Films, oder zumindest die Guten, die Kommunisten, die gegen die Faschisten kämpfen. Apropos Spanisch, der Originaltitel dieses Films El Laberinto del Fauno bedeutet das Labyrinth des Fauns, obwohl der Film nichts mit der griechischen Figur Pan zu tun hat. Der Faun, den Doug Jones in diesem Film spielt, ist nicht Pan und ein ganz anderer Typ. Dies ist nur ein häufiges Beispiel dafür, wie amerikanische Medien ein ausländisches Produkt für etwas weiterverkaufen, das es nicht ist. Das Beste an diesem Film war für mich die Atmosphäre und das Charakterdesign. Man merkt, dass an jedem Monster in diesem Film mit Leidenschaft gearbeitet wurde. Ein kleines Problem ist das datierte CGI von 2006, aber das sieht in den meisten Teilen nicht schlecht aus. Der Charakterdarsteller und Schlagermensch Doug Jones bringt wirklich Charakter in dieses Film. Er spielt zwei Rollen, Fauno und der Blassemann. Sie kennen ihn vielleicht aus beiden die Amphibien-Typen für Del Toro-Filme. Die Blassemann-Szene ist wahrscheinlich der berühmteste Moment aus diesem Film. Sogar Leute, die noch nie von diesem Film gehört haben, würden das Bild von ihm mit die Augen auf seinen Hand erkennen. Ich habe diese sehr angespannte und lustige Szene mit ihm genossen, obwohl es nur 8 Minuten waren. Das Tempo in diesem Film fühlt sich manchmal bizarr an. Für lange Zeiträume scheint nicht viel zu passieren und in anderen Momenten scheint zu viel auf einmal zu passieren. Ich hatte auch keine Ahnung, wohin die Geschichte die meiste Zeit ging. Es gab so viele Wendungen, dass ich wirklich nicht damit gerechnet hatte. Ich kann definitiv sagen, dass das Ende dieses Films umstritten ist. Ohne Spoiler war ich ziemlich überrascht von den getroffenen Entscheidungen. Ich gebe Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth 8 Punkte von 10. Es ist grausam, es macht Spaß, es ist schrecklich und es hat mich lachend gebracht. Außerdem konnte ich endlich herausfinden, wie man Guillermo del Toro ausspricht. Ich habe übrigens das Gefühl, dass viele Leute diesen Film oder seinen Charakter erkennen, ihn aber nicht gesehen haben. Ich denke nicht, dass es so unfair ist anzunehmen, dass die meisten es nicht sehen, weil es in einer fremden Sprache ist. Dies ist vielleicht nur ein Hinweis für Amerikaner, aber wenn Sie Zweifel haben, etwas anhand seiner Sprache zu sehen, überlegen Sie es sich bitte noch einmal. Kultur kommt nicht in leicht verdaulichen Paketen. Ob es sich um einen Dokumentarfilm, einen Film oder sogar einen Anime handelt, ausländische Produkte haben ihren Wert darin, verschiedene Botschaften ins Ausland zu tragen. Diese Akzeptanz von Media ist besonders wichtig in einer Welt, in der jeder Blockbuster auf einem bereits etablierten Produkt basiert. Der Konsum ausländischer Medien hilft, insbesondere wenn Sie versuchen, eine Sprache zu lernen. Während meiner Deutschausbildung habe ich Dark gesehen und ich habe das Gefühl, dass mir das ziemlich geholfen hat. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Möchten Sie meinen Deutsch korrigieren oder Ihre Meinung mitteilen? Kommentieren unten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.